Hallo zusammen zu einer neuen Folge der PS-Tipps. Heute mal von draußen. Jeder kennt es, man hat mal einen platten Reifen oder eine feste Bremse. Da können wir euch unterstützen. Wir haben im Programm auch Wagenheber. Hier haben wir mal einen. Zu diesen Wagenhebern würde ich euch gerne im Studio ein paar Details zeigen. Ich habe euch hier noch mal ein paar Wagenheber aus unserem Sortiment aufgebaut. Die findet ihr natürlich alle bei uns auch im Partnerportal. Wie ihr seht, sind die alle von der Bauart schon mal unterschiedlich. Die Höhen sind unterschiedlich, die Breiten sind unterschiedlich. Aber ein genereller Unterschied ist auch die Tonnenangabe. Das heißt, der ist hier für 12 Tonnen ausgelegt, der ist für 15 Tonnen ausgelegt, der für 20 Tonnen und der für 50 Tonnen, also die sehr große Variante. Hier seht ihr auch zum Beispiel noch andere Unterschiede. Das heißt, der ist für ziemlich flache Anwendungen. Das bedeutet, wenn ihr mal ein flaches Fahrgestell habt, natürlich müsst ihr auf die Tonnenangabe auch achten, aber dann könnt ihr den hier ganz gut verwenden. Hier ist es so, dass man relativ hoch kommt, auch weil man hier ein Gewinde rausschrauben kann, um dann halt auf die Anlagefläche das dahin sozusagen hinzuschrauben. Das ist hier auch der Fall. Und bei dem 50 Tonnen Wagenheber haben wir nochmal eine Besonderheit. Da ist es so, dass er zwei Betätigungsmöglichkeiten hat. Die eine Betätigungsmöglichkeit ist einmal die Schnellfunktion und die andere Betätigungsmöglichkeit ist die langsame Funktion. Die langsame Funktion ist halt dafür da, um die 50 Tonnen halt auch wirklich auf den Kolben raufzubringen. Das bedeutet, wenn man in der Schnellfunktion ist, kann man diese 50 Tonnen nicht aufbringen. Wir haben natürlich für alle Artikel eine Montageanleitung und zusätzlich haben wir die Betätigungsstange mit im Set integriert. Das bedeutet, ihr braucht ja nicht irgendwas zusammensuchen, sondern könnt mit dieser Betätigungsstange sozusagen den Artikel bedienen. Auf die Funktion gehen wir aber gleich noch ein. Bevor ihr mit den Wagenhebern hantiert, ist es ganz wichtig, dass ihr die Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Das bedeutet am Anfang, welchen Wagenheber benötige ich überhaupt? Reicht es, dass ich den 12 Tonnen Wagenheber verwende oder muss ich vielleicht auch den 20 Tonnen Wagenheber verwenden, um auf Nummer sicher zu gehen? Dann ist es ganz wichtig, dass ihr einen sauberen, geraden Untergrund habt. Anschließend packt ihr dann Keile unter die Räder und löst die Handbremse, um da auch Verspannungen zu vermeiden. Dann pumpt ihr den Wagenheber hoch. Wichtig, dass ihr den richtigen Anlagepunkt habt. Hier sind da zum Beispiel auch so Auskerbungen, hier über Kreuz, dass ihr die richtig ausgerichtet habt. Dann hebt ihr den hoch, aber verlasst euch nicht nur auf den Wagenheber, sondern nach dem Anheben lasst den auf Böcke runter, auf 3 Beine, damit ihr sicher arbeiten könnt, um auch Verrutschen vom Wagenheber etc. zu vermeiden. Diese Hinweise haben wir hier auch die wichtigsten einmal auf dem Artikel abgebildet. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, um auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt würde ich euch gerne einmal die Funktion des Wagenhebers darstellen. Dafür gehen wir hier einmal an den Fernseher, weil das ist ein bisschen besser darzustellen. Hier seht ihr eine Schnittzeichnung vom Wagenheber. Hier ist jetzt diese Schraube, das ist die Druckschraube, die ist jetzt betätigt, sozusagen im Uhrzeigersinn, das heißt auf Druck gestellt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und der Aufbau ist so, dass hier der Ausgleichsbehälter ist, das heißt hier an der Seite befindet sich das Öl. Hier in diesem Bereich ist der Wagenheber jetzt hoch. Das bedeutet, hier bildet sich ein Raum, ein Unterdruck. Dadurch wird diese Kugel nach oben gezogen. Der Druck oder das Öl geht von hier in diesen Raum. Mach mal weiter bitte das Video. Und jetzt seht ihr, wenn das runtergeht, wird diese Kugel verschlossen und gleichzeitig öffnet diese Kugel. Das heißt, der Druck, der da drin ist im Raum, der geht hier hin und geht dann in diesen unteren Bereich. Kannst ja mal einmal durchspielen, damit man es mal sieht. Hier seht ihr relativ gut, wie die Kugeln dann immer abwechselnd hin und her gehen. Mach nochmal Stopp bitte. Wenn ihr jetzt am Ende angekommen seid oder ihr wollt den Wagenheber runterlassen, dann dreht ihr diese Schraube einfach entgegen des Uhrzeigersinns. Dann baut sich erstmal der Druck ab und anschließend könnt ihr hier oben Druck drauf geben und dadurch wird sich automatisch der Druck hier abbauen und hier zurück in den Ausgleichsbehälter gehen. Sollte der Wagenheber mal nicht funktionieren, ist es oftmals der Fall, dass Luft im System ist. Das heißt, der Wagenheber lag mal schräg, wurde gepumpt oder wurde lange nicht betätigt. Dann habe ich noch einen Tipp für euch, wie man diese Luft wieder aus dem Wagenheber kriegen kann. Wie ich eben schon beschrieben habe, haben wir jetzt auf Druck. Wenn ihr jetzt pumpen solltet und da passiert nichts, dann müsstet ihr einmal gucken, ob da Luft drin ist. In diesem Fall dreht ihr diese Schraube hier entgegen des Uhrzeigersinns, bitte nicht mehr als 2 Mal und pumpt einfach erstmal ein paar Mal. Das heißt, hier passiert nichts, kann ja auch nichts passieren, weil die Schraube gelöst ist, aber die Luftblasen sollten jetzt rausgehen. Ich höre jetzt mal auf, ihr könnt das noch ein paar Mal mehr machen, wenn es da nicht funktionieren sollte. Aber jetzt könnt ihr dies hier wieder zuschrauben. Wichtig ist immer, wenn ihr Druck aufbauen wollt, wirklich gegen den Anschlag drücken und nicht vorher aufhören. Dann drückt ihr wieder und jetzt funktioniert er und auch euer Wagenheber sollte wieder funktionieren. Das heißt, die Luft sollte aus dem System sein und ihr könnt wieder mit dem Wagenheber arbeiten.
Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen, war aufschlussreich für euch und wenn ihr Fragen zum Thema Wagenheber habt, dann könnt ihr euch gerne an unseren Helpdesk wenden. Ich mache jetzt Feierabend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Da kriegen wir Rufen heute nicht mehr weg, glaube ich. Will der wahrscheinlich ja auch geradeaus? Er sieht nicht, dass wir stehen. Will wirklich geradeaus. Ja, dann weg.